Hallo. Guten Morgen kann ich nicht sagen, denn es ist schon 16 Uhr. Wir haben den 2.9.23 und ich bin in Flensburg. Ganze 8 Stunden habe ich hierher gebraucht mit dem Auto. Und meine Knochen sind jetzt ein bisschen müde und lahm. Deswegen freue ich mich riesig aufs Radfahren. Ja, und was macht man von Flensburg aus? Natürlich klar. Eine große Dänemark-Runde bietet sich da wunderbar an. Und die will ich jetzt angehen. Wie so oft in den vergangenen Jahren habe ich mir wieder eine Zeit Anfang September rausgesucht. Spätsommer. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf die Eindrücke. Aber jetzt fahre ich erstmal los, damit meine Knochen irgendwie wieder in Bewegung kommen. Jetzt bin ich schon nach wenigen Kilometern auch in Dänemark. Als Radfahrer kann ich an der Grenze einfach durchfahren. Aber das ist jetzt nur für ein kleines Stück, denn ich fahre eigentlich westwärts, denn ich will zur Nordseeküste, also den Nordostseeküstenradweg fahre ich als erstes. Und soweit ich das gesehen habe, komme ich nach ein paar Kilometern wieder zurück über die Grenze. Nach nur wenigen Kilometern bin ich dann jetzt auch schon wieder in Deutschland und radel weiter westwärts der Nordseeküste entgegen. Es ist wunderbar. Nach so vielen Stunden im stickigen Auto jetzt wieder den Wind um die Nase spüren. Unbezahlbar. Hier hat jemand seine eigene Streuobstwiese als kleinen Rastplatz ausgebaut. Das ist wunderbar. Die Gelegenheit, die nutze ich natürlich. Kleinigkeit essen und trinken. Und dann geht es weiter in den Abend rein. Ich genieße das unglaublich, hier durch die Felder zu radeln. Ab und zu ein freundlicher Mensch, dem kann man Hallo sagen. Und ansonsten habe ich meine Ruhe hier, das ist toll. Die Sonne verschwindet manchmal hinter den Wolken, dann wird es schon ein bisschen frisch. Aber es ist nicht fröstelig, eigentlich angenehm kühl. Ja, super. Ich habe mir für heute übrigens schon so einen Übernachtungsplatz rausgesucht. Es gibt hier freie Übernachtungsplätze, die ausgewiesen sind, wo man sich für eine Nacht hinlegen darf. Bin schon sehr gespannt. Es sind noch ungefähr 10 Kilometer bis dahin. Ich bin jetzt kurz vor Süderlügum. Und hier müsste es diesen Übernachtungsplatz geben. Ich habe gesehen, der ist auf meiner GPS-Karte sogar mit dem Campingzeichen eingezeichnet. Und dann habe ich es gleich geschafft. Perfekt. Das ist ein Volltreffer direkt für die erste Nacht. Hier gibt es sogar einen Shelter, der ist da hinten um die Ecke. Aber da hat sich ein Vater mit seinem Sohn heute Nacht zum Zelten einquartiert. Und deswegen bin ich hier ein bisschen abseits gegangen, direkt an dem
an dem Seeufer hier. Da werde ich mein Zelt aufschlagen. Perfekt, super. 40 Kilometer waren es dann doch heute noch. Und ja, lief alles wie geplant. Jetzt komme ich erstmal zur Ruhe, baue mein Zelt auf und dann melde ich mich wieder. Zeltaufbaubier, das wäre eine Idee. Es ist gleich 8 Uhr. Ich denke, es wird bald dunkel. Dann kann ich mich wieder ins Zelt verkriechen. Also, der Platz hier, der ist super. Das ist so ein Trekkingplatz von Wildes SH, Wildes Schleswig-Holstein. Da gibt es also Trekkingplätze, die man frei aufsuchen und für eine Nacht benutzen darf, wenn man zu Fuß, mit Fahrrad oder sonst irgendwie unmotorisiert anreist. Und das ist richtig schön und gut. Ja, der Tag ist so verlaufen, wie ich es mir erhofft hatte, wie ich es geplant hatte. 8 Stunden Anreise, okay, im Auto, im stickigen Auto. Danach endlich losfahren. Und es ging ein kurzes Stück durch Dänemark und dann hier am nördlichsten Rand von Schleswig-Holstein entlang Richtung Westen, Richtung Nordseeküste. Und der Nordseeküste, der will ich dann die nächsten Tage folgen, natürlich durch Dänemark. Das Ziel ist den Westküstenradweg, den Nordseeküstenradweg bis Skagen hoch und dann den Heerweg oder Ochsenweg durchs Inland von Jütland wieder zurück, bis ich dann irgendwann 10, 11, 12, 13 Tagen wieder am Auto in Flensburg bin. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, morgen geht's dann richtig los. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal was Langes anziehen, denn hier am Wasser, die Mücken kommen und die stechen mich gerade hier von allen Seiten. Also, macht's gut. Bis morgen. Guten Morgen. Es ist total angenehm hier, ein wunderschöner Platz. Sehr ruhig, ich habe gut geschlafen und zudem ist die Luft heute Morgen sehr mild, kaum Feuchtigkeit im Zelt und ja, es ist einfach angenehm. Ein perfekter Start in den ersten richtigen Radeltag auf meiner Tour. Es geht nach Süderlügum, wenn ich das Zelt zusammengepackt habe. Und da suche ich mir eine Bäckerei für ein Frühstück. Es ist so schön, wieder unterwegs zu sein. Vor mir liegt jetzt Süderlügum und ich freue mich auf ein Frühstück.
Das passt alles perfekt. Hier in Süderlügum, beim Edeka, Bäckerei, hat sonntags geöffnet. Ich konnte einen großen Kaffee und 2 belegte Brötchen frühstücken. Habe mir noch eine Kleinigkeit für den Tag heute mitgenommen. Jetzt geht's los. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Kühe, Pferde, Landschaft. Und die milde Luft, die habe ich mir erhofft, aber die habe ich auch. Ich fahre hier vorbei am Nolde-Museum. Ich denke mal, es ist der Maler Emil Nolde gemeint. In Sachen bildende Kunst bin ich nicht allzu bewandert. Es geht also wirklich um den Maler Emil Nolde, der hier gelebt und gearbeitet hat. Ich habe mir jetzt dann auch mal wieder die Jacke ausgezogen, denn es ist schon richtig schön warm. Wenn die Sonne auf den Rücken scheint, das wärmt schon richtig. Im September Sommerwärme, besser als erhofft. Ich glaube, ich komme bald an die Nordseeküste. Das ist wirklich der offizielle Nordostseeküstenradweg hier. Ich liebe solche Überraschungen, wunderbar. Jetzt bin ich dann doch endgültig in Dänemark angekommen. Und das wird für die nächsten rund 1000 Kilometer so bleiben. Jetzt bin ich am ersten Schild vorbeigefahren, der Westküstenroute des Nordseeküstenradwegs. Dem folge ich bis nach Skagen. Meine Fahrtrichtung, die ist dann jetzt auch Norden. Der Wind kommt dann wunderbar von Westen, von der Seite. Und den Deich sehe ich im Moment, aber die See natürlich noch nicht. Ich glaube, jetzt sehe ich gleich das erste Mal die Nordsee für diese Tour. Es ist ein schönes Gefühl, wieder am Meer zu sein, auch wenn gerade Ebbe herrscht. Es geht hier ein bisschen an der Landstraße lang, aber es gibt einen Radweg. Funktioniert auch gut. Die See habe ich auch immer links im Blick. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera gut sehen kann, dass da drüben müsste die Insel Römo sein.
Jetzt geht es wieder direkt am Deich lang. Schöne kleine malerische Orte immer wieder zwischendurch. Und im Moment habe ich sogar Rückenwind. Das ist doch super, oder? Das war jetzt ein guter Kilometer schwieriger Schotter. Oh, das ist anstrengend. Aber jetzt habe ich wieder Asphalt. Also die erste Hälfte des Tages kamen immer wieder schöne Pausenplätze, Rastplätze. Hier und da sogar mit dem Wasserhahn, dass man sich Trinkwasser auffüllen kann. Es ist jetzt Mittagszeit, das heißt Mittag ist eigentlich schon durch und den nächsten Platz, der mir gefällt, den nehme ich und mache auch eine Mittagspause. Ich habe wieder Hunger. Ja. Und es hat gar nicht lang gedauert, bis ein schöner Pausenplatz kam. Ich habe mir heute Morgen noch ein paar Brötchen gekauft. Pfefferbeißer habe ich noch in der Tasche. Da habe ich jetzt Lust drauf. Nach der Pause geht es dann weiter, immer Richtung Norden. Vorhin hatte ich wieder gut 2 Kilometer von dieser echt was schwierigen Schotterpiste, aber damit bin ich jetzt wieder hier an den Deich gelangt und hier habe ich wieder Asphalt. Der Wind kommt auch nicht mehr genau von vorne, das war dann nämlich auch so. Für den schlechten Weg eben habe ich dann jetzt wieder diese Belohnung, dass ich hier kilometerweit am Deich auf ganz glatter Fahrbahn mit Seiten- oder Rückenwind radeln kann. Und das ist einfach kilometerlang durch schöne Landschaften radeln. Das ist genau mein Ding. Also der erste Tag hier, der gefällt mir schon mal richtig gut. Die Route ist übrigens perfekt ausgeschildert. Immer wieder große, deutlich sichtbare Schilder. Aber das habe ich auch schon irgendwie so erwartet. Man hört ja nur Gutes. Die nächste Stadt ist Ribe. Scheint dann wieder eine etwas größere Stadt zu sein. Ein sehr schönes kleines Städtchen, auch ein paar Touristen unterwegs. Da hört man dann auch wieder die eigene Sprache im fremden Land. Am Ortsausgang gab es eine Bank, denn ich musste mir auch noch dänische Kronen besorgen. Hier wird zwar so gut wie alles mit Karte bezahlt,
Aber ein paar Kronen in der Tasche zu haben, kann nicht schaden. Und ja, es wäre auch noch ein Supermarkt gewesen. Die haben ja auch sonntags alle ganz normal geöffnet. Ich muss mal gucken, wo ich weiter muss. Ah, da steht Unterführung. Jetzt geht's weiter. Und ich habe schon ein Shelter im Auge für die Nacht. Ich denke mal, so 10 bis 20 Kilometer sind es noch. Dann wäre ich schon wieder über 100 Kilometer, aber ist ja okay. Achtung, dunkel. So, da bin ich wieder. Naja, ich fahre da jetzt mal hin und gucke mir das mal an. Wilslev, 2 Kilometer. Da soll der Shelterplatz sein, den ich mir ausgeguckt habe. Und dann reicht's doch für heute. Wunderbar, den Platz ohne Probleme gefunden und hier bleibe ich. Hier gibt es 2 von diesen Shelterhütten, die seht ihr jetzt hinter mir. Also eine nach 3 Seiten geschlossene, 1 Seite offene Hütte. Der Boden ist ungefähr in Sitzhöhe vom Erdboden entfernt. Da kann man sich also wunderbar ohne Zelt mit Luftmatratze und Schlafsack reinlegen. Ist auch sauber da drin. Und das Schöne ist, hier gibt es einen Wasserhahn. Der ist da vorne. Kann man, glaube ich, von hier nicht so richtig erkennen. Und ein primitives Plumpsklo. Aber das ist doch perfekt. Hier haben wir den Wasserhahn. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. An dem Knauf hinten drehen und plötzlich kommt da richtig viel Wasser raus. Aber Hauptsache Frischwasser. Und das Ganze liegt hier an so einem netten Fluss. Ich drehe mich jetzt mal rum. Dann haben wir hier den eigentlichen Shelterplatz. Dank des Wasserhahns hier habe ich dann mal ausgiebig mich gewaschen. Ach, das tut gut, wieder sauber zu sein. Und jetzt werde ich mir was zu essen machen. Ich bin übrigens nicht mehr alleine. Es ist noch ein Radfahrer hierher gekommen, der nimmt den zweiten Shelter. Und ja, passt aber alles. Wie gesagt, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Jetzt haben wir schon 7:30 und wie ich eben sagte, ich bin nicht mehr alleine. Deswegen habe ich mir auch weitere Aufnahmen heute erspart. Nette Unterhaltung habe ich gehabt jetzt beim Abendessen und ich denke, wir werden uns vielleicht noch ein bisschen weiter unterhalten, aber auf jeden Fall kann ich dann nicht so viele Aufnahmen machen. Da muss ich euch erzählen. Also ich habe geduscht, so wie das ging, also mir Wasser über den Kopf geschüttet und mich gewaschen. Fühlt sich doch angenehmer an. Das geht aber alles ganz gut. Gegessen habe ich auch. Ich habe mir ein bisschen Reis gekocht und das passt auch alles. Und ich hoffe auf eine ruhige Nacht, ohne Zelt, im Shelter. Das ist mir natürlich das Liebste. Das Auto, was da hinten steht, da ist noch ein Angler, der hier irgendwie eine neue Schnur ausprobiert. Er geht davon aus, dass er nichts fängt. Mal sehen, was gleich dabei rumkommt. Naja, soweit so gut. Es waren 95 wunderschöne Kilometer. Morgen gibt es mehr davon. Also, macht's gut. Bis morgen.
Guten Morgen. Es ist schon 8:30 und ich bin vor 10 Minuten losgefahren. Ich habe dann am Shelterplatz nicht mehr so viele Aufnahmen gemacht, da ich eben da nicht alleine war. Und das ist ja doch dann eher schwierig, andere nicht mit aufs Bild zu bekommen. Und die nächsten Shelter, die zeige ich euch dann. Nee, ich habe heute Morgen schon gefrühstückt. Ich habe mir so ein bisschen Schoko-Porridge mitgebracht. Geht auch mit Wasser, schmeckt dann nicht ganz so gut wie mit Milch. Aber ein Instant-Kaffee und so ein warmes Porridge, das stärkt auch für den Start in den Tag. Prima. Gut geschlafen habe ich, sehr angenehm, nicht gefroren. Und die frische Luft, die hat gut getan. Ja, also, ich kann schon in kurzen Klamotten losfahren. Heute wird ein warmer Tag. Ich habe riesig Glück, was die Wettervorhersage für die nächsten Tage angeht. Das wird nochmal ein richtiger Spätsommer. Und ich freue mich. Es geht weiter, dem Westküstenradweg, dem Nordseeküstenradweg, Richtung Norden entlang. Die nächste größere Stadt ist Esbjerg. Das ist mein erster Blick heute auf die Nordsee. Wie schön. Ich rolle jetzt nach Esbjerg rein und da hat es wie in vielen großen Städten hauptsächlich Schnellstraßen, an denen man entlang geführt wird. Aber die Radwege, die sind gewohnt gut hier. Bei der Einfahrt in Esbjerg lag direkt ein Supermarkt auf dem Weg und dann habe ich mir ein paar frische Sachen für heute geholt. Frisches Brot, Salat und genau, noch ein paar Suppennudeln, damit ich meine Fertiggerichte ein bisschen aufpeppen kann. Und dann bin ich gut versorgt. Dann will ich hoffen, dass ich jetzt gut durch Esbjerg durchkomme, dass es dann wieder ländlich wird. Ganz schön imposantes Kunstwerk da, diese 4 weißen Figuren. Ich bin jetzt ein kleines Stück weiter gefahren und ich merke, es wird wieder Zeit für eine Pause. Ich habe mir ja im Supermarkt was Frisches gekauft. Einen Salat werde ich jetzt essen, vielleicht ein Brötchen dazu. Und den Blick auf die Nordsee genießen. Raus aus Esbjerg bin ich kilometerlang an Strandvillen vorbeigefahren. Aber jetzt wird es endlich wieder ländlicher. Ja, weiter in die zweite Hälfte des Tages. Ich fahre gerade durch ein recht großes Naturgebiet und hier sind dann überall auch Seen. Hinter mir 2, 3
Baggerseen, so wie es aussieht. Und vor mir irgendwie eine große Meeresbucht, vermute ich mal. Ich bin jetzt in Oxbool und ich glaube, der junge Mann, der diese Nacht auch auf dem Shelterplatz war, wo ich war, der Jan, der hat wohl hier seine Ferien verbracht und ist dann auf dem Rückweg. Jetzt gerade zieht sich wieder ein bisschen. Ich fahre hier mehrere Kilometer auf einem perfekt ausgebauten Radweg, aber eigentlich immer mehr oder weniger geradeaus durch so ein militärisches Übungsgebiet. Heute ist ein sehr warmer Tag, ein richtiger Sommertag. Und ja, da ist das ein bisschen anstrengend. Aber ich bewege mich wieder auf die Küste zu. Dringend Zeit, sich im Schatten wieder ein bisschen auszuruhen und was zu essen und zu trinken. Perfekter Platz. Hier am Straßenrand, ein Parkplatz. Der Pausenplatz war wunderbar. Einen Apfel gegessen und noch ein bisschen Haferriegel. Da geht die Laune direkt wieder hoch, weil auf der langen Strecke an der Straße lang die Sonne einem dauernd von oben drauf scheint. Das ist anstrengend. Aber jetzt geht's wieder. Und dann habe ich mal ein bisschen ins Handy geschaut. Ich bin jetzt schon fast wieder an der Küste. Und da geht es dann wieder nordwärts entlang. Ich fahre hier ein ganzes Stück durch die Dünen und hier gilt der alte Witz. Was kommt hinter der nächsten Düne? Die nächste Düne. Aber hier ist ein schattiges Plätzchen und 15:30 Uhr. Ich habe jetzt mal nach einem möglichen Übernachtungsplatz geschaut. Shelterplätze hier an der Küste, die richtig schön sind, eher buchbar und ausgebucht. Der Tag war auch anstrengend. Ich will da nicht noch lange suchen und mit den Leuten rumdiskutieren, ob ich da noch irgendwo einen Platz kriege. Ich habe mir einen Zeltplatz ausgesucht, der ein bisschen weiter innen liegt. Also auch ein offizieller Zeltübernachtungsplatz, halt ohne Shelterhütte, aber auch wieder mit einer einfachen Toilette und einem Wasseranschluss, Feuerstelle. Und das sind noch 15 Kilometer, den fahre ich an. Und da werde ich dann mit Sicherheit bleiben, wenn das irgendwie geht. Mein Zelt muss ich sowieso wieder aufbauen. Das habe ich nicht ganz trocken eingepackt und letzte Nacht nicht ausgepackt. Das muss jetzt mal lüften. Diese wunderschöne Fahrt durch die Dünen eben, die nehme ich mal gerne an als Entschädigung für die vielen Kilometer an Landstraßen und durch die Stadt Esbjerg, die ich heute geradelt bin. Das war sehr schön und angenehm. Jetzt habe ich erstmal wieder Asphalt an einer eher ruhigen Nebenstraße, schätze ich. Ich denke mal gut 10 Kilometer noch. Dann kann ich mich auf die Suche nach diesem Zeltplatz begeben.
denke, das sollte aber machbar sein. Ja, es ist angenehm zu wissen, dass ich Platz habe, wo ich hin kann. Und es werden nachher irgendwas zwischen 80 und 90 Kilometer. Das reicht eh für den Tag. Wir haben 17 Uhr. Ich bin angekommen an dem Zeltplatz. Irgendwie gefühlt mitten im Wald. Sonst keiner hier. Wasser läuft. Ein Plumpsklo ist da. Kann man benutzen. Alles soweit in Ordnung. Und ja, Zeltwiese sieht gut aus. Hier werde ich mein Zelt aufschlagen. 85 Kilometer waren es heute. Sehr viel Gegenwind. Und die Schotterpassagen, die haben ein bisschen Kraft in den Beinen gekostet. Die Passagen an der Landstraße lang haben ein bisschen Kraft im Kopf gekostet. Und die Sonne, die hat auch immer ordentlich den Rücken aufgewärmt. Deswegen reicht es jetzt und ich mache mir hier einen gemütlichen Abend. Kleiner Zwischenstand. Ich habe mich jetzt hier mal ausgebreitet und alles zum Trocknen ausgelegt. Also gut, dass ich heute den Zeltplatz genommen habe, denn das Zelt, das war wirklich noch feucht im Sack und das hätte ich eigentlich gestern oder heute Mittag zwischendurch mal trocknen müssen. Habe ich verpennt. Aber alles noch nicht schlimm und das trocknet jetzt perfekt in der Sonne da hinten. Ja, ich habe alles auf die Tische hier verteilt. Solange keiner da ist, solange kein weiterer Gast kommt, breite ich mich dann ganz großzügig aus. Und ich habe auch so einen Wassersack, einen Duschsack mit. Da habe ich mal Wasser reingefüllt, der liegt jetzt auch auf dem Tisch. Ich hoffe, das Wasser nimmt dann irgendwie noch ein bisschen Temperatur an, sodass ich mich gleich da hinten, da ist ein Baum, da habe ich schon gesehen, da ist ein Ast in der Höhe, die ich gerade so erreichen kann. Da hänge ich das Ding dann dran und dann kann ich mich mal grob waschen und das ist dann perfekt. Ach ja, eine Kleinigkeit gegessen hatte ich auch. Von den frischen Sachen, die ich mir heute Mittag im Supermarkt geholt hatte. Ich hatte noch so einen Chicken Wrap mir gekauft. Dann kann ich jetzt in Ruhe alles fertig machen, bis ich mir dann heute Abend eine Kleinigkeit koche. Und dann hat mein Zelt auch noch erste Auflösungserscheinungen. Hier ist eine von den Alustangen quasi aufgeplatzt. Die saß ursprünglich hier an diesem Knotenpunkt und die steckte nicht richtig drauf. Ich habe nicht genau aufgepasst. Und dann ist die aufgeplatzt am Ende. Und dann habe ich Angst, dass die weiter reißt, dass das Alu hier weiter hochreißt. Also habe ich die Schnur rausgemacht, die Stange umgedreht, weil hier oben, da ist nicht so viel Biegung drauf, nicht so viel Biegebelastung. Gaffertape habe ich zum Glück, ganz viel Gewebeklebeband immer dabei. Das habe ich ganz fest hier drum gewickelt. Und dann habe ich hier diesen Zelthaken, diesen Hering, den habe ich da hinten bei der Hütte gefunden, auch noch hier drauf geklebt, also quasi drauf gespannt, sodass der hier drauf drückt und Spannung aus dem Bogen rausholt, sodass die Stange quasi nur die Richtung halten muss, aber nicht noch die Biegebelastung aushält. Ja, also es gibt natürlich Reparaturstangen dafür, gar kein Problem, besorge ich mir, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber hier die geschätzt 1,5 Wochen, die muss die Konstruktion jetzt noch aushalten. Den Zelthaken da, diesen Hering, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und jeden Tag, wenn ich ein Zelt brauche, dann so anbringen. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich kann mehrheitlich doch in Sheltern schlafen. Dann brauche ich das Zelt vielleicht gar nicht so häufig. Wir werden sehen.
nachdem ich mich jetzt sauber fühle, da kann ich mir was zu essen machen. Habe soweit alles gerichtet, ein paar Sachen gewaschen auch, die Radunterhose und das Radshirt mal durchgewaschen. Jetzt kommt die Ersatzgarnitur zum Einsatz und die wird dann entsprechend auch wieder gewaschen und durchgetauscht. So mache ich das eigentlich immer. Aber jetzt gibt es was zu essen. Ich hatte ja erzählt, dass ich erstmal, als ich hier angekommen bin, so ein Wrap gegessen habe. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so richtig viel Hunger. Eine 5-Minuten-Terrine. Und ich habe heute Morgen im Supermarkt noch ein paar Brötchen gekauft. Da esse ich dann noch 2 Brötchen hinterher. Ein paar kleine Schokokekse habe ich, glaube ich, noch irgendwo in der Tasche. So Mini-Prinzenrollen oder sowas. Nicht viel. Vielleicht habe ich noch Lust auf einen Kaffee hinterher. Hier kocht das Wasser gleich und dann sollte das alles hinhauen. Ich denke, die Sonne, die verschwindet auch bald. Keine Ahnung, wie spät es ist. Lass mal gucken. 19 Uhr. Ja, ich denke mal halbe, dreiviertel Stunde. Dann wird die Sonne hinter den Bäumen verschwinden und dann eine halbe Stunde später ist es dann wahrscheinlich auch dunkel. Also essen und trinken und den Tag ausklingen lassen. Es ist 7:30 und die Sonne verschwindet gerade hinter den Bäumen. Die Fliegen kommen, aber ich habe mich dick eingepackt. Den Rest, den muss Autan richten. Ich trinke meinen Kaffee jetzt hier noch und ja, der Tag, der war spannend. Etwas anders als gedacht, dadurch, dass ich durch Esbjerg durch musste. Große Stadt, sicher interessant, ließ sich auch gut durchfahren, aber dann fährt man kilometerlang durch Häuserschluchten und ja, dann auch noch am Strand lang, bei den kilometerlang an den teuren Villen, Strandvillen da lang. Ich war dann froh, als ich am Nachmittag dann wieder auf dem Land war. Die Sonne hat ein bisschen gebratzelt, aber die Strecke, die war eigentlich ganz schön. Ja, oft mal an der Landstraße lang, aber wenn nicht, dann ging es durch die Dünen und das war wirklich schön. Ja, und dann hier dieser Zeltplatz, der ist auch okay. Zelten war jetzt notwendig. Das Zelt hatte eine Überraschung für mich parat mit der gebrochenen Stange. Ich hoffe, dass ich das soweit Frosch im Hals. Ich hoffe, dass ich das so weit gerichtet habe, dass es jetzt die nächsten Tage noch geht und hält, aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Ja, sonst, wie gesagt, ich trinke meinen Kaffee noch, esse hier noch ein paar Kekse und dann werde ich mich wahrscheinlich vor den Fliegen gleich ins Zelt verkriechen. Feuerschale ist zwar hinter mir, aber kein Feuerholz da. Also lasse ich das auch mal wieder. Ich freue mich auf die nächsten Kilometer. Mal sehen, was morgen kommt. Ja, bis dahin, macht's gut. Bis morgen.